Heute bei den Lately News hat die Polizei in Louisiana einen 28-jährigen Mann in einem Stripclub festgenommen. Die Beamten berichteten, dass dieser zudem eine geladene Waffe bei sich hatte, die der Mann jedoch nicht am Körper trug, sondern im Körper. Denn er hatte sie tief zwischen beide Gesäßbacken gesteckt, was nur ein Synonym ist für in seinem Arsch. Gefragt, ob er denn auch einen Waffenschein dazu besitzt, meinte der Mann nur: Suchen Sie einfach nur tiefer, Officer. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lately News, denn alles andere da draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz, bekannt aus dem Internet. Mehr auch nicht, google mich einfach. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und auf die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, Brandenburg aktuell auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Natürlich bin ich heute wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Bielefeld oder aus Rostock, wo diese kleine Pflanze sich schon ausmalt, auch mal so groß zu werden wie Groot. Und dann zusammen mit den Guardians of the Galaxy Darth Vader ordentlich in den Hintern zu treten. Oder Sauron, bringe das immer mit Star Trek durcheinander. Außerdem präsentiert uns heute noch unser Sonder-Piepmatz-Korrespondent Spazi Seeadler die neuesten Trends aus der Vogelwelt. Und jedem, der weiterhin den Spruch „besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach" sagt, zeigt Spazi Seeadler gerne, dass auch er zusammen mit seinen Brüdern genauso viel aufs Dach laden kann wie 100 Tauben. Also sollten wir ihn lieber nicht verärgern. Oh oh, er ist schon losgeflogen, weil ich den Spruch gesagt habe. Na, zum Glück ist mein Dach voller Sprengfallen. Aber kommen wir zuvorerst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und fangen an mit Berlin. In Filmen oder aus Serien sieht es ja immer wieder lustig aus, wenn gerade ältere Menschen ihre dritten Zähne nachts in ein mit Wasser gefülltes Glas stecken und dieses dann neben sich auf den Nachttisch stellen. Das ist nur zum einen wirklich so eklig, dass das nicht nur nächtliche Vampire abschreckt, sondern auch Gevatter Tod. Und zum anderen ist das auch eine ziemlich seltsame Art und Weise, seine Zähne so aufzubewahren. Warum nicht in einer speziellen dritte Zähnebox? Außer man hat wirklich ein Vampirproblem, wie wir hier gerade in Berlin-Karlshorst. Und vielleicht hatte genau deswegen ein 31-jähriger Mann 140 Tuben Haftcreme gestohlen. Aufgefallen war der Mann einem anderen Kunden in einem Drogeriemarkt, der ihn beobachtete, wie der 31-Jährige seinen Rucksack vollpackte mit besagten 140 Tuben Haftcremes. Der Kunde meldete dies einer Drogeriemitarbeiterin, die wiederum sofort die Polizei rief. Und so wurde der Mann noch im Laden festgenommen. Gefragt, warum er unbedingt Haftcremes klauen musste und dann auch noch gleich 140 Stück, meinte der Mann nur: Das geht dir den Scheißdreck an, du Echtschanträger. Währenddessen in Wismar. Bei mir zu Hause wurde ja immer dank meiner Tante Erna viel gebacken. Wobei eigentlich hat nur sie gebacken, ich wiederum nur gegessen. Was aber an sich schon eine faire Arbeitsverteilung war. Und mir einen passenden Spitznamen aus der Sesamstraße eingebracht hat. Denn jeder kennt auch das Krümelmonster, im Englischen Cookie Monsters besten Freund Graf Zahl. Ich habe nämlich immer ganz genau nachgezählt, wie viele Schokostückchen auf einem Cookie waren. Und komischerweise hat es beim Zählen auch immer genauso gedonnert wie bei Graf Zahl. Ja, genauso. Aber ich hätte mich nie getraut, auch mal selber Keks zu backen oder gar diese mit Haschisch zu vermischen. Genau wie eine 24-Jährige, die ihren Eltern Haschischkekse gebacken hatte und nun vorsetzte. Was jedoch nicht zu dem gewünschten Effekt führte, high zu werden, sondern die Mutter rief zweimal den Rettungsdienst und am Ende mussten die Eltern ins Krankenhaus eingeliefert werden. Was skandalös war von der Tochter, denn jeder weiß doch mittlerweile, dass Haschischkekse nur eine Einschießdroge zu härteren Stoffen sind. Wie zum Beispiel Dr. Oetker Marmorkuchen-Backmischungen. Derweil in Austin. Für mich stellt die Welt der Bibliothekare schon lange kein Mysterium mehr dar. Gerade weil ich ein Praktikum in der Bibliothek der unsichtbaren Universität in Ankh-Morpork hinter mir habe, wo bekanntlich
ein 300 Pfund schwerer Orang-Utan darüber wacht, dass alle fälligen Bücher zeitnah wieder abgegeben werden. Und keiner will Stress haben mit einem 300 Pfund schweren Orang-Utan. Nur dieser Bibliothekar würde sich für einen Bibliothekar in Austin, Texas schämen. Denn dieser hat über 12 Jahre seine Bibliothek um sage und schreibe 1,3 Millionen $ erleichtert. Dafür nutzte er einen einfachen Trick, indem er immer wieder für die Bibliothek Unmengen von Druckerpatronen orderte, diese aber wieder zurückschickte und darauf bestand, das bezahlte Geld per Scheck rückerstattet zu bekommen. Und diese Schecks löste er dann einfach privat ein. Was überraschenderweise 12 Jahre lang funktionierte, bis die neu eingestellte Buchhalterin der Bibliothek auf diese riesigen Summen für Druckerpatronen stieß. Und als sie sich die Rechnung dafür einmal ausdrucken wollte, bemerkte sie, dass kein Drucker in der Bibliothek funktionierte, da überall die Druckerpatronen leer waren. Teilweise schon seit 12 Jahren. Noch zum Abschluss, das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal eindeutig das Guitar Magazin. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Guitar Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Ich hatte es ja bereits zuvor schon mehrfach erzählt, aber ich bin ein sehr bekannter Studiomusiker. So habe ich unter anderem bei Queen's Bohemian Rhapsody am höchsten Galileo gerufen und bei den Rolling Stones und ihrem Stück Sympathy for the Devil, welches sich natürlich nur um mich drehte, wie jeder je geschriebene Song vor 1972 die Doppelbassflöte gespielt, wie ansonsten nur Brian Jones das Sousaphon. Jedenfalls war ich gerade in einer Jam-Session mit den 3 anderen größten Gitarristen der Welt, also mit Pete Townshend, Jeff Beck und Heiko Van Halen, dem Bruder von Eddie Van Halen, als mir bei dem Versuch, das Drum-Solo von In-A-Gadda Da Vida auf meiner Gitarre aus den Rockband-Videospielen nachzuspielen, sich diese in 1 Million Teile pulverisierte. Daher griff ich mir schnell ein herumliegendes Gitarrenmagazin und brachte damit Jimi Hendrix, B.B. King und Heiko Berry, dem Bruder von Chuck Berry, in Himmel zum Weinen. Deshalb sei nicht gewarnt, Gitarrenmagazin, die dunkelgrüne Lately Fake News Karte an dich und du sitzt ab sofort auf einer Wolke mit Jim Morrison, Janis Joplin und Heiko Zappa, dem Bruder von Frank Zappa. Das waren die Lately News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.